Yeah, so we're going to talk a little bit about some principles of true education. Wir wollen jetzt über einige Prinzipien wahrer Bildung sprechen. This is a big topic though. Welches ein großes Thema ist. So I'm not even going to try to cover it all. Und wir werden jetzt nicht versuchen, alles hier abzudecken. Talk about some basic principles, but I wanted to direct your attention to. Lasst uns nur ein paar Basisprinzipien besprechen. If you go to YouTube, und ich möchte euch hier zeigen, wenn ihr auf YouTube geht, you can type in Joshua White True Education. Dann gebt ihr dort Joshua White ein und wahre Erziehung. And there are 3 talks. Also True Education müsst ihr dort eingeben. True Education. Und dort gibt es 3 Vorträge zu diesem Thema. And there's part 1, part 2, and part 3. They're under the heading of autumn leaves. Und die stehen unter Autumn Leaves sind die zu finden. So this is obviously if you speak English. Und die sind natürlich jetzt nur auf Englisch. But if you're interested to learn more and you speak English, here's a good resource. Also schaut euch das an, wenn ihr über das Thema, das wir jetzt nur ansprechen werden, wenn ihr mehr darüber sehen wollt, schaut da rein. Okay. A reason to exist. Ein Grund zur Existenz. The year was 1938. Das Jahr war 1938. Dr. Toshio Yamagata. Und Dr. Toshio Yamagata, ein Japaner. And Elder Francis Millard. Und ältester Francis Millard. They were directors at the Japan Union Mission. Sie waren Direktoren der japanischen Unionsmission. And they met with Dr. Mizuno. Und sie trafen sich mit Dr. Mizuno, who was the director of social and religious education for the nation of Japan. War der Direktor für soziale Mission in Japan. Social Mission in Japan? Social and religious education. Für soziale und religiöse Ausbildung in Japan. So these men from the Adventist mission were visiting this government leader to ask permission to keep their school open. Und so sind diese adventistischen Führer dort hingegangen zu diesem Offiziellen des Staates. Die asked for permission. Sie fragten um eine Bewilligung für? To keep their Adventist school open. Damit sie ihre adventistischen Schulen offen halten konnten. Because this was a time when Japan was shutting down a lot of private schools. Weil das zu einer Zeit war, in der Japan viele Privatschulen zugesperrt hat. They asked permission to follow their very different plan of education. Und sie fragten um die Bewilligung, deren anderen Plan der Bildung ausführen zu können. A plan that focused on the harmonious development of the physical and the mental and the spiritual powers. Und zwar war das ein Plan einer harmonischen Ausbildung der körperlichen, der geistigen und seelischen Kräfte. The government leader, Dr. Mizuno, und dieser politische Führer, he listened, as the men explained. Hörte sich an, was diese Männer zu sagen hatten. And then he replied, I've already read your book Education. Und dann antwortete er ihnen, ich habe euer Buch Bildung schon gelesen. From Ellen White. Und zwar von Ellen White. And he said, if you follow your plan, und er meinte, wenn ihr eurem Plan folgt, the plan you've been given in the book Education, der Plan, den ihr dort in diesem Buch Bildung bekommen habt, then you have no reason to worry. Dann habt ihr keinen Grund, euch Sorgen zu machen. You can keep your school open. Dann könnt ihr eure Schulen offen lassen. He said, but if you do not follow your plan, wenn ihr das aber nicht tut, you have no reason to exist. Dann habt ihr keinen Grund dann gibt es keinen Grund für eure Existenz. We've been given a plan. Wir haben einen Plan bekommen. A plan of education. Einen Plan der Bildung, des Unterrichts. A plan of lifestyle. Einen Plan des Lebensstils. A plan of evangelism. Einen Plan der Evangelisation. A plan of health. Ein Plan der Gesundheit. So many different plans that they will make us a peculiar people, different from the world. Und so viele Pläne, die uns zu einem besonderen, abgesonderten Volk machen sollen und werden.
A plan that may generate persecution. Ein Plan, der womöglich zur Verfolgung führen wird. It's a plan designed by God to prepare us for a special work. Und ein Plan, der von Gott erdacht wurde für eine spezielle Aufgabe oder Arbeit. To finish the work on this earth, to spread the gospel. Und das ist die Botschaft zu verkündigen und die Arbeit hier auf Erden abzuschließen. And if we follow the plan, we have no reason to worry. Und wenn wir diesem Plan folgen, dann gibt es für uns keinen Grund und Sorgen zu machen. It's God's plan. Es ist Gottes Plan. But if we don't follow the plan, Wenn wir ihm aber allerdings nicht folgen, we have no reason to exist. dann gibt es keinen Grund für unsere We Existenz. might as well just be another denomination. Dann könnten wir genauso gut eine andere Denomination sein. If we're trying to be like the world, we take away the very reason for our existence. Und wenn wir versuchen, so zu sein, wie es die Welt ist, dann verlieren wir den Grund für unsere Existenz. So let's take Just a moment. I remember Sister Wright told about the Loma Linda when they started to walk. They came to Sister Wright and they asked her to start this, and she told them it must be after God's plan, very simple. And after 1 week they came again, they wanted to talk to the world. And she told them, no, God wants to keep it simple. Yes. And she told them, if you want to adopt to the worldly system, you don't need, and the world have it already. The world already has it. Why have another one? So they have it already. Yeah. Oh, that's good. Also wir haben gerade ein Beispiel über Loma Linda gehört. So let's take a few minutes to look at the plan of education we've been given. Wir wollen uns jetzt ein paar Minuten nehmen, um auf diesen Plan, den wir bekommen haben, zu sehen. Dieser Plan der Erziehung. We all understand German here? Oh, not this one. Okay, I'll do it in English then. Now, as never before, we need to understand the true science of education. So nötig wie nie zuvor brauchen wir heute ein tiefes Verständnis echter Erziehungswissenschaft. If we fail to understand this, we will never have a place in the kingdom of God. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir keinen Platz im Gottesreich finden. Is it serious that we understand true education? Meint ihr, es ist ernst, diesen echten Plan hier zu erfassen, ihn zu begreifen? If it's preparing us for heaven, it must be important. Wenn es uns auf den Himmel vorbereitet, dann muss es wichtig sein. And I think this also tells us that education means a lot more than just academic subjects. Und ich glaube, das zeigt uns hier, dass wahre Erziehung oder Bildung viel mehr bedarf als schulische Ausbildung, akademischer. God did not make algebra an entrance requirement for heaven. Gott hat Fähigkeiten in Mathematik und Algebra. An entrance requirement for heaven. Algebra is not a requirement for entering heaven. Okay, also er hat unsere schulischen Erfordernisse jetzt nicht zu einem nicht für eine Voraussetzung, um in den Himmel kommen zu können. Eine mathematische Prüfung, sagen wir. Ja, wir werden diese Prüfungen im Himmel nicht benötigen. Which means that true education must mean more than just now. Was bedeutet, dass echte Bildung muss mehr sein als Mathematik und. So what is the goal? Welches ist nun unser Ziel? What is the goal of true education? Und welches ist das Ziel echter Erziehung? Maybe I should ask you. Vielleicht sollte ich das euch If fragen. you went out into the world today and asked someone, what's the purpose of education? Wenn du heute rausgehst in die Welt und du jemanden fragst, was ist der Grund, der Zweck von Erziehung, What would they tell you? was werden die euch sagen? What kind of an answer would you hear? What do you think? Was denkt ihr? Preparing for the world. Vorbereitung auf die Welt, What was that? Getting knowledge. Getting knowledge, yeah? Wissen zu erlangen, To have a good life here, to have much money. Good money, good job. um erfolgreich zu sein, Geld zu haben, Yeah, ein those gutes Leben zu are haben. the answers you hear. Das sind die weltlichen Antworten auf Now, if you diese. asked a Christian what the purpose of education was, Wenn du jetzt aber einen Christen fragst, was der Grund, die Bedeutung der Erziehung war, would it be a different answer? würde da eine andere Antwort kommen. Well, maybe I should say, should it be a different answer? Yes. Oder Would it be a different answer? Probably not. Oder sollte eine andere Antwort kommen, dann ja.
Würde eine andere kommen? Möglicherweise. In fact, most of us, often today, you ask even Christians what the purpose, and they'll still tell you, oh, it's to get a good job or to be successful in the world. Denn wir hören das halt oft, auch von Christen, wenn man sie fragt, was ist der Grund deiner Existenz oder deines Lebens, die Bedeutung, dann bringen sie auch diese weltlichen Ziele hervor. But of course, we know it's much more than that. Aber wir wissen, dass es mehr ist. In the God school, he educated people to reign in the universe together with him. In his school. Right. Preparation for heaven. In Gottes Schule geht es tatsächlich um die Vorbereitung auf den Himmel. In fact, that's what we find. We're going to look at 3 goals of education. Wir schauen uns heute 3 Ziele der Erziehung an. The first is that true education and redemption are synonymous. They're the same thing. Und der erste ist, wie du hast das nicht schon, oder? Sort of. Ja. Der erste Punkt ist, das Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung sind im höchsten Sinne eins. It is restoring the image of God in the soul. Und dabei geht es darum, das Bild Gottes wiederherzustellen. And the reason for that is because in Genesis we read that God created man in his image. Und der Grund dafür ist der, dass wir im ersten Buch Mose lesen, dass Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. But then sin has destroyed the image of God in man, damaged it at least. Aber daraufhin hat die Sünde dieses Bild Gottes im Menschen zerstört. And so the purpose of education is to bring us back to what we were created for. Und der Grund oder das Ziel der Erziehung ist, dort wieder zurückzukommen, an den Punkt, der Erschaffung des Menschen. Another main goal is that true education is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual. Das zweite Ziel ist, die wahre Erziehung ist die harmonische Entwicklung der körperlichen, geistigen und geistlichen Kräfte. And thirdly, true education is preparation for service here and throughout eternity. Unser dritter Punkt, wahre Erziehung bereitet den Lernenden für ein freudiges Dienen in dieser Welt und für die höhere Freude eines umfassenderen Dienstes in der zukünftigen vor. So the reality is, all aspects of education need to fit into these 3 goals if they're to be true education. Und die Wahrheit ist, wenn es um echte Bildung oder Erziehung geht, dann müssen all diese 3 Punkte zusammengeführt werden. So let's look at these a little more in detail. Lasst uns die jetzt ein bisschen mehr im Detail betrachten. And let's start with this first one, that the work of education and redemption are the same. Und wir starten mit dem ersten Punkt, wo wir lesen, das Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung sind im höchsten Sinne eins. We read in Proverbs, Und so lesen wir in Sprüche, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht. Ohne den Heiligen erkennen ist Verstand. And it's easy to kind of gloss over this. We think, oh yeah, we have a little Bible. You know, make the Bible part of the education. Und so ist es naheliegend zu sagen, machen wir die Bibel, nehmen wir uns die Bibel her als einen Teil der Erziehung. But no, we're reading here in Proverbs that it's actually the very foundation of what true education is a study of the Bible. Okay. Aber hier in Sprüche lesen wir jetzt, dass es in Wirklichkeit so ist, dass wir hier das Fundament haben. Hier liegt das Fundament und die Basis für echte Erziehung. The Bible should be made the foundation of study and teaching. Und die Bibel sollte die Grundlage des Studiums sein, die wichtigste Erkenntnis. Like I said, I can't cover everything. So. Wir können jetzt nicht auf alles eingehen. Yeah, let's read this one. Man weise die Schüler auf die Quellen der Wahrheit hin, anstatt ihr Studium auf das zu beschränken, was Menschen gesagt oder geschrieben haben. Where are the sources of truth? Wo sind diese Quellen der Wahrheit? The Bible, right? Wir finden sie in der Bibel. So if we can bring children to the source of truth in the Bible, wenn wir nun unsere Kinder zu dieser Quelle hinbringen können, der Bibel, we've laid the foundation for all of the learning. Dann haben wir das Fundament für weiteres Lernen, für ganzes Lernen gelegt. And really, whenever man has discovered something in science or whatever, und es ist so, dass wenn immer die Menschheit etwas erforscht hat, entdeckt hat in der Forschung, that wasn't a surprise to God. Dann war das für Gott keine Überraschung. So as we have that relationship with the Lord, He can lead us into all types of knowledge that we need. Und so wir diese Beziehung zu Gott haben, kann uns in all dieses Wissen hinführen.
The Bible should be the foundation of education. Die Bibel muss Fundament der Erziehung sein. Now, let's take a few more minutes on our second point, the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual. Lasst uns jetzt auf den zweiten Punkt eingehen, wo es um die harmonische Entwicklung der geistigen, leiblichen und sittlichen Kräfte geht. Okay, hier steht, wahre Erziehung bedeutet, die leiblichen, geistigen und sittlichen Kräfte jeder Aufgabe gewachsen zu machen und den ganzen Menschen auf den Dienst für Gott vorzubereiten. Eine solche Erziehung behält ihren Wert bis ins ewige Leben. So this is the education that will endure into eternal life, that one that is based on the harmonious development of physical, mental, and spiritual. Dies ist also nun die Erziehung oder das Werk der Erziehung, das uns in die Ewigkeit führen wird. Die harmonische Entwicklung der geistlichen, sittlichen und seelischen Fähigkeiten. Der körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten. What does it mean for something to be harmonious? Was bedeutet es, dass etwas oder wenn etwas harmonisch ist? If we have a quartet of singers, wenn wir jetzt nehmen wir haben hier ein Quartett von Sängern, and the tenor sings louder than the rest of them, und der Tenor singt lauter als die anderen, is that harmonious? Ist das harmonisch? No, it's going to sound very bad. Nein, das ist es nicht. If we plant 3 trees, wenn wir jetzt drei Bäume nehmen, and 2 of them grow very tall, und 2 davon werden sehr groß, but then 1 of them stays short, und einer bleibt niedrig, has that been harmonious growth? Bedeutet das ein harmonisches Wachstum? Of course not. So in education, und in Erziehung, if we spend all the time on the mental development in the book study, wenn wir jetzt in der Erziehung unsere ganze Zeit oder Aufmerksamkeit auf die geistige Entwicklung oder das Studium in Büchern fokussieren, and we neglect the physical and the spiritual training, und wir auf der anderen Seite das körperliche und geistige Training außer Acht lassen, then we have not had harmonious development. dann haben wir keine harmonische Entwicklung. In fact, we read that in childhood and youth, practical and literary training should be combined. Und so lesen wir, in der Kindheit und Jugendzeit sollte die Ausbildung theoretisch und praktisch sein. Now, what does it mean to combine something? Was bedeutet es nun, etwas zu kombinieren? Let's say you're making a recipe, Lasst uns an ein Rezept denken. and it says to combine a measurement of rice and a measurement of beans. Und wir lesen jetzt hier, lasst uns kombinieren, ein Maß Reis und ein Maß Bohnen. So you take your bowl and you put your rice, you put your beans in, and you stir it up. Wir nehmen jetzt einen Topf und wir schütten unseren Reis und unsere Bohnen hinein und wir mixen es durch. Have you combined it? Haben wir es jetzt kombiniert? That's what combining is, right? Ja, das ist es. Was So, kombinieren meint. can you then remove the beans out of the mixture? Kann ich jetzt hergehen und am Schluss die Bohnen aus dieser Mixtur herausnehmen? Well, you could, but it'd be pretty time consuming, wouldn't it? Das könnte man machen, aber es wird viel Zeit brauchen. So what does it mean to combine the practical and the literary training in childhood and youth? Was meint es jetzt, das Praktische und das Theoretische das Praktische und Theoretische in der Jugend zusammenzuführen? Was bedeutet das? It means to blend them so much that you can't separate them very easily. Das bedeutet, sie auf so eine Art zusammenzuführen, damit du es nicht mehr einfach auseinandernehmen kannst. It's like the examples we gave earlier, where you have, the math in the kitchen and the science in the garden. All these things, you make it a part of the life. Und wir erinnern uns jetzt an die Beispiele, die wir vorher schon gehört haben, zum Beispiel das Mathematik mit der Arbeit in der Küche, praktisches Leben. Now, physical activity, let's talk about that one for a moment. Lasst uns jetzt körperliche Aktivität betrachten. It's been found to improve mental health and quality of life. Dort sehen wir, oder dort hat sich herausgestellt, dass diese gut und wichtig ist für geistige Gesundheit und qualitätsvolles Leben. To improve brain function and cognition.
Cognition, Wahrnehmung. Okay. Sie ist wichtig, um Gehirnfunktion und Wahrnehmung zu fördern, to improve behavior, um Verhalten zu trainieren oder zu bessern, to improve concentration, die Konzentration zu fördern to increase the blood and oxygen flow to the brain, und um den Blut- und Sauerstoffgehalt im Gehirn zu fördern, to increase levels of norepinephrine and endorphins, which result in a reduction of stress and an improvement of mood. um hier Hormone adjustment. um hier gewisse Hormone und Endorphine zu erhöhen, was darin resultiert, dass es eine Stressreduktion gibt und eine Verbesserung des Befindens, ja. Can actually increase growth factors that help new nerve cells grow in our brain. Und es ist förderlich für das Wachstum von neuen Nervenzellen und es unterstützt synaptische Entwicklung, synaptische Entwicklung. Yeah, it helps the brain adapt to new situations. Okay, also es hilft dem Gehirn dabei, sich auf neue Dinge, Situationen einzustellen. And we could spend a lot more time on the benefits of physical activity. Wir könnten jetzt viel mehr Zeit damit verbringen, hier uns diese Vorteile von körperlicher Aktivität anzuschauen. Physical activity is not just something that's good to do on the side, it actually helps children learn better. Also diese physische Aktivität ist nicht nur etwas, was jetzt irgendwie am Rande hilft bei der ganzen Sache, sondern sie ist wirklich, sie bringt sehr viel Nutzen. It also helps the character. Und es hilft auch dem Charakter. Sowohl geistige als auch geistliche Kraft von körperlicher Kraft und Aktivität abhängig. Alles, was die körperliche Gesundheit fördert, unterstützt auch die Entwicklung eines starken Geistes und ausgewogenen Charakters. Now we value a strong character. Nun, wir wünschen uns doch einen starken Charakter. And here we read that if we have the physical activity strengthening the physical health, it will help the character. Und hier lesen wir, dass wenn wir unsere körperlichen Kräfte stärken, dann wird das auch unserem Charakter helfen. The time of study needs to be divided between the gaining of book knowledge and the knowledge of, the securing of the knowledge of practical work. Und ein Teil eines jeden Tages wurde mit nützlicher Arbeit zugebracht. Und der Herr segnete diese Studenten, die auf diese Weise ihre Zeit damit zubrachten, Nützliches zu lernen. Was sind die großen Erinnerungen? Was that the wrong one? Ja. Maybe it's not translated. Okay. Time Okay. of study needs to be divided. Ja. Also die Zeit des Studiums muss aufgeteilt werden zwischen dem Studium von Büchern und der praktischen Arbeit. And again, let me talk about the character development for a minute. Und wir wollen nochmal über die Entwicklung des Charakters sprechen. Most of the time, well, I'm sure you've noticed that in many of our learning institutions around the world, we have stopped the agriculture programs and the practical skills training programs. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir in vielen der weltweiten Institutionen damit aufgehört haben, die praktischen, which ones? They've terminated the agriculture programs, Ja. the shop and practical skills training. Okay, also Sie haben die praktischen Trainings und Einheiten gestoppt, sowie auch das Anbauen, die landwirtschaftlichen Projekte. Around the world, it's happening in our schools. Und das passiert in unseren Schulen rund um die Welt. And if you ask most administrators why they're getting rid of the programs, you'll hear one answer. Und wenn du viele von diesen Administratoren fragst, warum sie diese Programme eliminiert haben, dann hörst du zumeist eine Antwort. They'll say these programs are not making any money. Dann wirst du hören, dass diese Programme kein Geld generieren. I was talking with a friend of mine who's a teacher, Und ich habe mit einem Freund von mir, der ist Lehrer, gesprochen. and we were talking about this problem. Und wir haben über dieses Problem gesprochen. And he says they're all saying that we're not making money off of them. Und sie alle sagen, wir generieren daraus kein Geld. He said, but nobody asked the question whether history class is making money. Aber niemand stellt ihnen die Frage,
ob der Geschichtsunterricht vielleicht Geld einbringt. Nobody asks if math class makes money. Und niemand fragt, ob die Matheklassen Geld bringen. Why are we asking if the agriculture program is making money? Warum fragen wir jetzt, ob das Landwirtschaftsprogramm Geld hereinbringt? Well, it's because we view math and history as a fundamental part of education. Und das kommt daher, dass wir Mathe und And history and academic subjects. okay, die akademischen Einheiten, dass wir sie als absolut essentiell sehen in der Ausbildung. But we don't, and so it doesn't matter whether they make money or not, we keep them. Also hier ist es im Grunde genommen egal, ob da jetzt Geld generiert wird, wir bleiben dabei. But if the agriculture program isn't making money, we feel like we can get rid of it. Aber beim Landwirtschaftsprogramm, wenn wir hier nicht diese Früchte sehen, dann sagen wir lassen sie fahren. So that must mean that we don't view these practical programs as fundamental to education. Und das muss heißen, dass wir diese Programme nicht als essentiell oder fundamental in unserer Bildung oder Erziehung ansehen. We need to view them as fundamental to education because they're important for the development of character. Wir müssen ihnen aber ihre Wichtigkeit in der Entwicklung einräumen, weil sie so essentiell für den Charakter sind. So there's a few different parts of physical training. One of them is useful work. Wir haben hier ein paar Punkte, die den Nutzen für körperliches Training aufzeigen. Der eine ist sinnvolle Arbeit. And a lot of times, again, we like to replace the useful work with sports programs. Und sehr oft sehen wir das Vorgehen, dass hier nützliche Arbeit ausgetauscht wird gegen Sportprogramme. Now, the greatest benefit, though, is not gained from exercise that's taken as play or exercise merely. Und der größte Nutzen wird aber tatsächlich, ist nicht zu sehen, der größte Nutzen ist nicht der, den wir jetzt aus bloßer körperlicher Aktivität ziehen würden. There is some benefit to being in the fresh air. Da gibt es gewisse Nutzen, um draußen zu sein in der frischen Luft. From the exercise of the muscles. Und die Stärkung oder Übung der Muskeln. But if we put the same amount of energy into useful work, the benefit will be greater. Aber wenn wir jetzt hergehen und denselben Anteil hier in nützliche Arbeit hineinstecken, dann wird unser Nutzen, den wir daraus ziehen, viel größer sein. So again, the point isn't just to get exercise. Also es geht nicht nur darum, jetzt Training oder Übung zu kriegen. It's to train the skills of the young person and to train their character. Es geht vielmehr darum, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und ihren Charakter zu entwickeln. Und Schüler mit guten Buchkenntnissen ohne genügende Befähigung zu praktischer Arbeit verfügen nicht über eine ausgeglichene Erziehung. We want a symmetrical education. But students who have book knowledge without that knowledge of practical work are not getting a symmetrical education. We have it now? Yeah. Another aspect is manual training. So, jetzt kommen wir zum manuellen Training. So there's useful work, where it's just the everyday activities. Also wir haben jetzt nützliche Arbeit, wo es um die täglichen Aufgaben geht. And then there is manual training, where we're teaching a specific skill or trade. Und jetzt geht es um manuelles Training, wo es um die Entwicklung bestimmter Fertigkeiten geht. So when a child is old enough to be sent to school, the teacher should cooperate with the parents. Und nun ist es so, dass wenn ein Kind alt genug ist, um in die Schule zu gehen, dann sollten Lehrer und Eltern kooperieren. And manual training should be continued as part of the school studies. Und dieses manuelle Training sollte als Teil der Schuleinheiten fortgesetzt werden. Every youth, when they leave school, should have acquired a knowledge of some trade or occupation by which, if need be, he can earn a livelihood. Und alle unserer Jugend, unsere jungen Leute, die die Schule verlassen, sollten die eine oder andere Fertigkeit erlernt haben,
womit sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Students should not even be permitted to take so many studies that they don't have time for physical training. Und Schülern sollte es gar nicht erlaubt werden, so viel zu studieren, dass sie keine Zeit mehr für körperliches Training haben. Stated hours should be devoted to manual labor of some kind. Once again? Stated hours should be devoted to manual labor of some kind. Okay, also es sollten Stunden festgelegt werden für diese manuelle Training, auf irgendeine Art und Weise. And of course, we looked yesterday that there's nothing of more value than agriculture. Und wir haben schon gestern gesehen, dass es hierbei nichts Besseres gibt, als sich in der Landwirtschaft zu betätigen. And there's a lot of good reasons for this. Und dafür gibt es jede Menge gute Gründe. Children who are in the garden have better self-confidence and self-esteem. Und so ist es, dass Kinder, die sich im Garten beschäftigen, haben besseren Selbstwertgefühl und besseres Selbstesteem. Self-worth. Understanding that they're a value. Selbstwert. Selbstbewusstsein und Selbstwert. They're more patient and persevering. Sie sind geduldiger und ausdauernder. They have better science understanding. Sie haben ein besseres Verständnis für ihre Umwelt für ihre Umwelt. They have better test scores. Sie zeigen bessere Testergebnisse. And they are better learners. Und sie sind bessere Lerner. One study compared two groups of students, one who had been in the garden, one who had not. Und wir haben hier eine Studie und hier wurde gegenübergestellt eine Gruppe von Jungen, die waren im Garten und andere nicht. And they were better in most of their academic subjects, Und sie because they spent time in the garden. waren besser als die meisten ihrer akademischen Kollegen, nur weil sie die Zeit im Garten verbracht hatten. We learned about the bacteria that we find in the soil, Mycobacterium vaccae. Und wir haben schon über dieses Mycobacterium vaccae gesprochen oder gelernt, So many benefits. das im Garten draußen in der Erde vorkommt und das so viele Vorteile mit sich bringt. And we get that by having our hands in the soil. Und das erlangen wir oder das bekommen wir, indem wir unsere Hände in die Erde stecken. So the garden is the best place for children. There are so many things you can learn in the garden. Der Garten ist also der beste Ort für unsere Kinder. Dort gibt es so viel zu lernen. And that is one of the benefits of living in the country. Und das ist eines der Vorteile, am Land zu leben. We're told that the Garden of Eden was not just Adam's dwelling, it was his schoolroom. Und wir erfahren auch in der Bibel, dass der Garten Eden für Adam nicht nur sein Aufenthaltsplatz war oder sein Lebensort war, er war seine Schule. And it can be a schoolroom for children too. Und er kann auch für unsere Kinder ein Schulraum sein. Now let's look a moment here at the preparation for service. Lasst uns nun einen Moment nehmen für die Vorbereitung auf den Dienst. We read in the book Ministry of Healing, true education is. Und hier lesen wir, in dem Buch Ministry of Healing, lesen wir, wahre Bildung ist. True education is. What is true education? Ja, was ist wahrhaftige Erziehung? I like definitions. Ich mag Definitionen. Something simple. This is this. Etwas Simples. Das ist das. So what do you think it is? What do you think this says? True education is. Was glaubt ihr? Was ist echte Bildung? It is. Irgendwelche Ideen? Herzensbildung, okay. Heart Development? That's correct. Not this one though. To combine practical and theoretical skills. Okay, correct. Praktische und theoretische Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vereinen. Not in this one though. Character preparation. Character preparation, yes. Vorbereitung des Charakters, ja. Not this one. Immer noch nicht. True education is Wahre Bildung ist missionary training. Missionstraining. Missionary training. This should be a fundamental part of what education is. Missionstraining, das sollte unser höchster, ja, das sollten wir als den höchsten
Wert, den höchsten Wert beimessen. Every son and daughter of God is called to be a missionary. Und jeder Sohn und jede Tochter Gottes ist dazu aufgerufen, ein Missionar zu sein. Sometimes we forget about that this should be our purpose here on this earth. Und To das, spread the gospel. und das vergessen wir leider nur zu oft auf dieser Erde, dass das unsere Aufgabe ist hier auf Erden. Nämlich das Evangelium zu verkünden. And so we should make it the purpose of our education. Und so sollten wir das als das Hauptstudium unserer Bildung ansehen. One sentence, because this missionary success depends much more on this what we are than of this what we speak. We say. Yes. It is necessary to their complete education that students be given time to do missionary work. Und wir lesen hier, es ist so wichtig für die Vervollständigung ihrer Ausbildung, damit den Schülern Zeit geben, um ihre Missionsarbeit zu entwickeln. What kind of missionary work? Welche Arbeit der Missionsarbeit? Trips to India? Reisen nach Indien? Not necessarily. Nicht notwendigerweise. Let's keep reading. Wir wollen es lesen. Time to become acquainted with the spiritual needs of the families in the communities around them. Okay, also hier geht es vielmehr, in erster Linie geht es um Zeit, um sich mit den spirituellen Nöten der Familien in ihrem Umfeld oder in ihrer Nachbarschaft vertraut zu machen. So even while they're completing their education, we can help them be missionaries in the communities. So währenddessen sie ihre Abschlüsse machen in ihrer Ausbildung, können wir ihnen dabei helfen, sich auf die spirituellen Nöte ihres aktuellen Umfelds diesen Nöten anzunehmen. When the youth give their hearts to God, our care for them should not cease. Und wenn unsere Jungen ihre Herzen an Gott übergeben, dann sollte unser Bemühen um sie nicht nachlassen oder weniger werden. So as we seek to help them have a relationship with God, we can't just stop there. Also indem wir ihnen nun helfen dabei, ihre Verbindung oder Beziehung zu Gott zu festigen, können wir hier nicht aufhören. What else should we do? Was müssen wir noch tun? It says, lay some special responsibility upon them. Hier lesen wir, legt eine spezielle Verantwortung auf sie. Gebt ihnen eine spezielle Verantwortung. It says, make them feel they're expected to do something. Und gebt ihnen das Gefühl, dass ihr etwas von ihnen erwartet. Let the different branches of the missionary work be laid out systematically. Und lasst uns die verschiedenen Zweige des Missionars, des Missionswerks, be laid out systematically. Lasst sie uns ihnen auf eine organisierte Art und Weise darbieten oder geben. And then we should instruct them and help them so that they can take a part. Und dann sollten wir sie darin, dann sollten wir ihnen dabei helfen und sie lehren, um hier ihren Teil darin zu übernehmen. So what this is telling us is that we shouldn't just hope that the young people will find something to do. Das sagt uns also, wir sollen jetzt nicht darauf hoffen, dass unsere Jungen selber etwas finden werden, was sie zu tun haben. No, we should explain to them the needs and then give them a job to do. Nein, wir sollten ihnen vielmehr die Notwendigkeiten darlegen und aufzeigen und ihnen dann eine Arbeit zu tun geben. We should make them feel they're expected to help in the mission work. Und wir sollten sie fühlen lassen, dass sie notwendig sind, dass ihr Einsatz gebraucht wird im Missionsfeld. And we know that as they engage in service for others, und wir wissen, dass wenn sie sich einsetzen für andere, that their characters will be transformed to be more like Jesus because they're working with Jesus in helping others. Dass dann in diesem Prozess ihr Charakter verwandelt wird, weil sie in der Zusammenarbeit mit Jesus für ihn arbeiten.
Schools are needed. Und wir brauchen Schulen. That can be home, Das kann zu Hause sein. that can be a school. Das kann, Where it says school, that can be the home or what we usually call a school. It can be either place can be called a school. ja, okay. Also entweder das Zuhause oder eben die Schulen. Where the Word of God is made the basis of education. Wichtig ist nur, dass das Wort Gottes hier die Basis bildet. So let me tell you a story in closing. Und jetzt am Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. I mentioned this on, what was that, Friday night? Die habe ich schon am Freitagabend erzählt, glaube ich. About this school for at-risk youth, disadvantaged youth in Tanzania. Okay. Und da ist diese Schule für benachteiligte Kinder. Let me tell you a few more details about it. Und ich möchte jetzt ein paar mehr Details davon Because it's following true education. weil dort dieser wahre Bildungsplan verfolgt wird. It's following God's plan and therefore has a reason to exist. Und es folgt dieses Projekt dort, das folgt Gottes Plan, deshalb hat es auch seinen Grund für seine Existenz. So in 2001, Und in 2001 the Tanzanian government made education compulsory for all children, starting at age 6. und so hat die Regierung von Tansania im Jahr 2001 die Schulpflicht für alle Kinder ab 6 Jahren eingeführt. And so most children started going to school, the majority. Und nun war es der Großteil der Kinder, der damit begann, zur Schule zu gehen. But many of these children are not finishing school. Aber viele von diesen Schülern vollenden die Schule nicht. And they often don't finish secondary school, which is age 14, I think. Age 14 is secondary school begins. So primary school is kindergarten through grade 7, and Yeah. secondary school starts with grade 8 and goes to grade 12. Okay. Also die vollenden meistens nicht das, was wir hier Hauptschule oder Mittelschule nennen. So there's a big problem in Tanzania. Es gibt ja in Tansania ein großes Problem. And we have many students who are failing the secondary school programs. Und wir haben hier viele Schüler, die durchfallen durch diese Programme. And combine that with teen pregnancies. Und verbunden mit Teen Pregnancies. Teen pregnancy, adolescent pregnancy rates Die are very high. Teenager schwanger sind. Okay. Okay. Also wir sehen hier ein Problem der Schwangerschaft, junge Leute. If a girl becomes pregnant, she's immediately expelled from school. Okay. Also wenn hier eine junge Frau schwanger wird und es wird entdeckt, dann wird sie sofort aus der Schule geschmissen. And then there's a big problem with child labor in the country of Tanzania. Und dann gibt es in Hinsicht auf Kinderarbeit ein großes Problem in Tansania. And then you have a lot of students who are not doing well in school for other reasons. Und dann gibt es weitere Gründe, warum junge Leute hier sich schwer tun. So there are large populations of youth in Tanzania who don't have much of a future. Es gibt jetzt also eine große Anzahl von jungen Menschen in Tansania, die keine wirkliche Zukunftsperspektive haben. Because the schools have not taught them any practical trades. Weil die Schulen haben ihnen keinerlei praktische Fertigkeiten gezeigt oder gelehrt. So they end up living on the streets, they get involved in crime. Und am Ende landen sie auf der Straße und finden sich in der Kriminalität wieder. So the organization that I was working with, Kibidula Mission, Und so ist es die Organisation, mit der ich arbeite. Sie heißt Kibidula Kibidula Mission. They are a large mission organization in Tanzania. Das ist eine große Missionsorganisation in Tansania. Now, I have not directly worked with this school. I was working with the primary school at Kibidula. Okay, und ich habe jetzt nicht direkt mit dieser Schule gearbeitet, sondern mit der Primary School, also mit der Volksschule. Yeah, but this was another school that's part of the mission, this agriculture school. Aber das Projekt, das wir hier sehen, ist ein Teil dieser Schule. So this mission, Kibidula, they started a program to help the youth that were at risk. Und Kibidula Mission hat damit begonnen, diesen Jugendlichen, die hier in Gefahr standen, zu helfen. And so they thought, well, what do these youth need?
Und sie fragten sich, was brauchen diese jungen Menschen? They don't need another school that works just like the regular worldly schools and teaches academics. It doesn't no good. Sie brauchen sicherlich keine andere Schulen, die auf genau der gleichen Basis arbeiten, wie sie es schon gesehen hatten und ihnen jetzt nur diese akademischen Fertigkeiten, sie nur diese akademischen Fächer lehrt. So they started an agriculture school, Deshalb haben sie eine Landwirtschaftsschule gestartet, where they would teach the students how to grow their own food and be self-sufficient. und dort haben sie die Schüler gelehrt, wie sie ihr eigenes Essen anbauen können und sich somit auch unabhängig, selbstständig zu machen. And they really do grow all their own food. Und sie produzieren wirklich alle ihr eigenes Essen. Every student has their own garden, their own field, their own orchard. They grow all their food. Und jeder Schüler oder jeder Student dort hat wirklich seinen eigenen Garten, seine eigene Fläche, wo sie ihr Essen generieren. And then the school became an official school under the authority of Tanzania of the Vocational Training Center. Und dann wurde diese Schule, dann gab es einen Wechsel und sie wurde offiziell Became an official school, but Okay. they weren't considered a regular school. They were a vocational training school. Aha. Also sie wurden dann öffentlich anerkannt, A trade, skills. eher als eine Handelsschule in die Richtung. Ja. And so they started teaching other things. It was agriculture, and then it was carpentry work and building skills. Und daraufhin haben sie begonnen, andere Fertigkeiten oder andere Einheiten anzubieten, nämlich ebenso Landwirtschaft, aber auch Bauen. And these students were doing very well. Und die Schüler haben das gut gemacht, handwerkliche Arbeiten. They're going back to their villages and being very successful. Und sie gehen dann zurück in ihre Dörfer und sind damit sehr erfolgreich. Well, then they started teaching them some academic subjects. Und dann haben sie damit begonnen, ihnen akademische Einheiten zu unterrichten. For only 2 hours a week. Und das für nur 2 Stunden pro Woche. But these students can then go and take the exams for school, the schools that they have dropped out of. Aber dann können diese Schüler gehen mit den Zeugnissen aus den Schulen, von denen sie hinausgeworfen wurden. And they're scoring very well. They're passing the tests. Also sie machen die Tests dann dieser Schulen und machen die sehr gut. Also sie bestehen diese Prüfungen von den Schulen, wo sie rausgeworfen wurden. Okay. Also sie machen bei diesen Schulen, wo sie abgegangen sind, die Tests später und bestehen sie mit sehr guten Erfolgen. So now they've had the physical, and now they're getting the mental training. Und jetzt hatten sie diese physische Ausbildung und jetzt kommt die geistige Ausbildung. And what's missing? Was fehlt uns jetzt noch? Spiritual. Geistlich, spirituell. Well, that's a problem because these students are coming off the street. There's no Christian background for these students. Aber wir haben hier jetzt ein Problem, richtig? Denn diese Schüler, diese Studenten kommen von der Straße und sie haben keinen christlichen Hintergrund, richtig? But they just started teaching them about the Bible. Aber sie haben einfach damit begonnen, sie über die Bibel zu unterrichten. Teaching them to have a relationship with the Lord. Und sie haben sie gelehrt, eine Verbindung, eine Beziehung mit Gott zu haben. There's a church there on the mission that they can attend if they want to. Es gibt dort eine Kirche, die sie besuchen können, wenn sie wollen. And they make them very involved. Und sie einbeziehen sie. They also take them out into the villages where they do mission work. Sie bringen sie auch hinaus in die Dörfer, wo sie Missionsarbeit tun. So these students who may not even be Christians are doing mission work. Und so sind jetzt diese Studenten, die möglicherweise noch nicht einmal Christen sind, machen diese Missionsarbeit. So how's it going for them? Also wie geht es für sie? Well, in the 10 years that this school has been functioning, Also in den 10 Jahren, während diese Schule jetzt operiert oder besteht, 99% of the students have left baptized Seventh-day Adventist. sind 99% dieser Schüler oder Studenten wurden getauft. I was talking with the director. I said, so most of your students go back as committed Christians, Adventists.
Und nun habe ich mit dem Direktor gesprochen, dass die meisten eurer jungen Leute zurückgehen als Getaufte und Missionare. And he said, of course, they all do. It's just the way it works. Und er sagte, natürlich, sie alle tun das. So, ja, so ist das. I don't want to be critical, Und ich möchte nicht kritisch sein, but I'd like to contrast that with many of our academic institutions. Yes. ich möchte jetzt nicht kritisch sein, aber ich möchte diese Ergebnisse gerne vergleichen mit vielen anderen unserer akademischen Organisationen. Where many students go Adventist and leave non-Adventist. Wohin viele Schüler als Adventisten hingehen und sie aber als Nicht-Adventisten verlassen. God's methods work, don't they? Und Gottes Methoden sind erfolgreich, oder nicht? Why don't we have 1,000 of these schools all over the world? Warum haben wir nicht Tausende dieser Schulen überall auf diesem Planeten? We can in our homes. We can start there. Wir können in unseren Heimen zu Hause beginnen damit. And as we're faithful in that, I think the Lord will open the way for us to do this in other places. Und so wir hier auf diesem Feld in unseren Familien damit beginnen. Faithful, helft mir bitte kurz. Indem wir treu sind, Dankeschön. Indem wir treu sind in unserem kleinen Bereich, mögen wir wachsen und später diese größeren Aufgaben in Angriff nehmen. We've been given a plan, Wir haben einen Plan erhalten. a unique plan, Einen ganz besonderen, einzigartigen Plan. but it is a plan that gives us a reason to exist. Und das ist ein Plan, der uns den Grund unserer Existenz gibt. Let's stop trying to fit into the world. Und lasst uns damit aufhören, die Maßstäbe dieser Welt anzupassen, hier hineinzupassen. Let's go 100% into God's plan. Lasst uns zu 100% in Gottes Plan nachgehen. Because it's only as we do that we have a reason to exist. Denn nur indem wir das tun, erlangen wir diesen Grund für unsere Existenz. Let's have prayer. Und lasst uns noch beten. Father in heaven, Himmlischer Vater, Lord, we thank you for the plan you've given us. Herr, wir danken dir für den Plan, den du uns gegeben hast. Forgive us for how we have not followed your plan, how we've tried to be like the world. Und vergib uns bitte, wie wir diesem Plan nicht gefolgt sind und versucht haben, so zu sein, wie die Welt ist. Give us the courage to follow you. Und gib uns jetzt die Courage, deinem Plan zu folgen. We thank you for the time we've had together. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier gemeinsam verbracht haben. We ask your blessing now as we Wir bitten dich jetzt um deinen Segen, da wir weitermachen. ask in Jesus' name. Und das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, we'll see you back at 2 for pictures from Africa. Und wir sehen uns wieder um 14 Uhr. Das